Hallo, heute habe ich ein ganz einfaches und sehr flaches Dreieckstuch für euch zum Nachhäkeln. Ich habe jetzt hier einen Poppel mit 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge verhäkelt und da bekommt das Tuch eine Breite von 1,75 Meter und eine Höhe von gerade mal 35 Zentimeter, also ein sehr, sehr flaches Tuch. Und der Rapport, der beträgt hier nur 2 Reihen, ist also wieder ganz schnell erklärt und daher auch ganz toll für Anfänger. Also das ist wieder so ein Tuch, wo man schön vor sich hin häkeln kann, ohne dass man groß aufpassen muss. Zum Schluss habe ich das Ganze wieder umhäkelt mit so einer kleinen Muschelkante. Das muss man bei diesem Tuch nicht, aber ich mache das ja immer ganz gerne, weil ich finde das immer schön, wenn das Tuch zum Schluss so ein bisschen eingerahmt wird. Die Vorderseite und die Rückseite, die schauen übrigens gleich aus, weil beide Seiten, also der Rapport beträgt ja 2 Reihen, aber beide Seiten werden immer gleich gehäkelt und dadurch sehen eben beide Seiten auch gleich aus. Ihr beginnt das Tuch mit 4 Luftmaschen. Und dann häkelt ihr in die erste Luftmasche 2 Stäbchen. So fange ich ja oft an. 1, 2. So, die 3 Luftmaschen von den 4 Luftmaschen, die bilden das erste Stäbchen. Jetzt habt ihr auf dieser Seite 3 Stäbchen. Dann 3 Luftmaschen. Und auf die andere Seite auch 3 Stäbchen. Die Stäbchen werden nur in dieser ersten Reihe gehäkelt und dann immer nur Doppelstäbchen. Die braucht man dann für die Weite. So, die nächste Reihe, die beginnt ihr mit 4 Luftmaschen für das erste Doppelstäbchen. Die Arbeit wenden und ihr häkelt in die gleiche Masche 2 weitere Doppelstäbchen. So, das ist immer gleich, so fängt das Tuch immer an, also so fängt jede Reihe an mit 3 Doppelstäbchen und dann immer 2 Luftmaschen. Jetzt habt ihr hier die 3 Luftmaschen und um diese 3 Luftmaschen, da häkelt ihr jetzt 4 Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen. So beendet ihr auch jede Reihe und 3 Doppelstäbchen kommen jetzt hier in die dritte Luftmasche, weil jetzt habt ihr noch 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen gehabt. Und dann habt ihr gleich immer 4 Luftmaschen, das heißt, dann wird immer in die vierte Luftmasche werden dann immer die Doppelstäbchen gehäkelt. So, das ist die erste Reihe vom Rapport. Ihr beginnt mit 4 Luftmaschen wieder. Arbeit wenden und wieder 2 weitere Doppelstäbchen in die gleiche Masche. Dann wieder die 2 Luftmaschen. Und jetzt habt ihr die Luftmaschen der Vorreihe und da kommen jetzt wieder 4 Stäbchen. Auch in jeder Reihe gleich nach den Luftmaschen 4 Stäbchen um die Luftmaschen der Vorreihe. So, jetzt habt ihr hier die 4 Stäbchen. Um das erste Stäbchen, da häkelt ihr jetzt ein Reliefstäbchen. Das heißt, ihr geht mit der Nadel von hinten um die Masche und häkelt vorne das Stäbchen ab. Dann 2 Luftmaschen. So ähnlich war das letzte Tuch hier auch gehäkelt. 2 Luftmaschen und wieder ein Reliefstäbchen. Das zweite und dritte Stäbchen überspringen und um das vierte Reliefstäbchen wieder ein Reliefstäbchen. Dann habt ihr auf dieser Seite die 2 Luftmaschen und da wieder 4 Stäbchen. So wie die Reihe anfängt, so hört sie natürlich auch auf.
So, und dann 2 Luftmaschen und dann 3 Doppelstäbchen jetzt hier in die 4. Luftmasche. So, ihr seht ein ganz einfaches Muster. Dann beginnt ihr wieder mit 4 Luftmaschen. Arbeit wenden und 2 weitere Doppelstäbchen in die erste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen und wieder 4 neue Stäbchen hier um die 2 Luftmaschen der Vorreihe. So, jetzt habt ihr wieder die 4 Stäbchen. Um das erste Stäbchen wieder ein Reliefstäbchen häkeln, dann 2 Luftmaschen und wieder um das 4. Stäbchen ein Reliefstäbchen. Die werden immer von vorne gehäkelt. Und jetzt habt ihr hier wieder die 2 Luftmaschen und da werden jetzt wieder 4 Stäbchen gehäkelt. Also das wechselt sich immer ab. Einmal das Reliefstäbchen, dann die 2 Luftmaschen und das zweite Reliefstäbchen und dann 4 Stäbchen um die Luftmaschen. So, jetzt habt ihr hier wieder die 4 Stäbchen, um das erste wieder das Reliefstäbchen, 2 Luftmaschen und ein Reliefstäbchen um das 4. Stäbchen. So, die 2 Reihen, jetzt habe ich hier einen Knoten, auch nicht schlecht. Die 2 Reihen, die wiederholt ihr jetzt immer, bis ihr das Tuch dann so groß habt, wie ihr das möchtet. Und wenn ihr das Tuch fertig habt, dann müsst ihr dann zum Schluss beachten, da werden dann Maschen noch ausgelassen, beziehungsweise ja übersprungen. Und zwar, damit ihr zum Schluss einen schönen Rand bekommt. Jetzt machen wir das gerade noch fertig, die Seite hier, die Reihe. So, die 2 Luftmaschen natürlich und wieder 3 Doppelstäbchen in die 4. Luftmasche. So. Also damit ihr jetzt hier oben einen schönen Rand bekommt, damit der sich nicht so sehr dehnt, weil der würde dann, das ist ja dann sehr locker und dann wird das ins Unendliche sich dehnen und das soll es ja nicht. Und damit das eben so schön ist, dass es dann trotzdem noch elastisch genug, aber damit das oben schön gerade wird, werden dann nachher Maschen übersprungen. Wann ihr das Tuch endet, das spielt im Grunde genommen keine Rolle, weil ja beide Seiten gleich ausschauen. Also ihr könnt, egal mit welcher Seite, könnt ihr dann die Arbeit beenden. So, ihr fangt jetzt auf jeden Fall immer an mit 3 Doppelstäbchen, dann 2 Luftmaschen und häkelt die ersten 4 Stäbchen um die Luftmaschen der Vorreihe und dann wechselt ihr immer ab, die Reliefstäbchen mit den Luftmaschen einmal und dann die 4 Stäbchen. Das wechselt sich immer ab. Und zwar auf jeder Seite. Jede Seite fängt also da gleich an. Wenn ihr fertig seid, ihr braucht also für den Schluss genau 2 Reihen, dann häkelt ihr am Anfang wieder 4 Luftmaschen, also der Anfang beginnt gleich bei der ersten Abnahmerunde, Reihe, dann auch wieder 2 weitere Doppelstäbchen und auch die 2 Luftmaschen, die werden auch gehäkelt. Und dann häkelt ihr jetzt hier um diese 3 Luftmaschen in der vorletzten Reihe nicht 4, sondern nur 3 Stäbchen. So, 3 Stäbchen.
Bei den 4 Stäbchen, da wird wieder ganz normal gehäkelt, also das Reliefstäbchen, dann die 2 Luftmaschen und das zweite Reliefstäbchen und hier um die 2 Luftmaschen, da wieder nur 3 Stäbchen statt 4 Stäbchen. Dann wieder das Reliefstäbchen, 2 Luftmaschen und das zweite Reliefstäbchen und wieder hier die 3 Stäbchen. Jetzt machen wir gerade die Reihe noch fertig. Wieder das Reliefstäbchen, dann 2 Luftmaschen, das Reliefstäbchen und hier wieder nur 3 Stäbchen statt 4 Stäbchen. Und wieder die 2 Luftmaschen und dann 3 Doppelstäbchen in die 4. Luftmasche. So, das ist die erste Reihe von den 2 Abschlussreihen. So, jetzt ist das schon, geht das etwas mehr zusammen. Das reicht aber noch nicht. Und in der letzten Reihe, da beginnt ihr mit einer Luftmasche. Da werden jetzt nur feste Maschen gehäkelt. Also eine Luftmasche und dann häkelt ihr in die ersten 3 Doppelstäbchen, also in die 3 Doppelstäbchen meine ich natürlich, da jeweils eine feste Masche. Und um die Luftmaschen, da häkelt ihr jetzt auch nur 3 statt 4 feste Maschen. Jetzt habt ihr ja die 3 Stäbchen der Vorreihe. Da häkelt ihr jetzt auch wieder in jedes Stäbchen eine feste Masche. Und hier um die 2 Luftmaschen auch nur 3 feste Maschen. So beendet ihr jetzt die Reihe und dann zeige ich euch noch, wie ich das Ganze umhäkelt habe. Also hier immer jeweils ein Stäbchen und um die eine feste Masche in ein Stäbchen und 3 feste Maschen um die 2 Luftmaschen. So, in der letzten Reihe, da werden ja jetzt keine Luftmaschen am Ende gehäkelt. Da häkelt ihr jetzt noch eine feste Masche in das erste Doppelstäbchen, eine in das zweite Doppelstäbchen und dann noch eine feste Masche in die 4. Luftmasche. Das ist ja das 3. Doppelstäbchen. So, und dann könnt ihr die Arbeit so beenden, wenn ihr möchtet, oder ihr umhäkelt das auch so, wie ich das gemacht habe. Das habe ich wieder ganz einfach gemacht. Ich habe diesmal, ich fange ja da immer, wenn ich diese Stäbchen bzw. diese Muscheln da häkel in die Randmasche, dann fange ich nie mit 2 Luftmaschen an oder eher selten. Ich habe das auch dieses Mal nicht gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal eine weitere feste Masche in die 4. Luftmasche gehäkelt, damit sich das hier nicht so wellt dann oder vielmehr einknickt. Und jetzt häkelt ihr hier um diese 3 Luftmaschen bzw. um das Doppelstäbchen, da häkelt ihr jetzt 3 Stäbchen und dann eine Kettmasche. Immer da, wo ihr die 3 Doppelstäbchen gehäkelt habt, da kommt jetzt eine Kettmasche. So, dann knickt das hier nicht so, dann ist das schön glatt. Und wieder 3 Stäbchen hier. Einmal ist es ja die Luftmasche und einmal das Doppelstäbchen. Da 3 Stäbchen. Und wieder eine Kettmasche dazwischen, zwischen den Reihen, da wo ihr die 3
Doppelstäbchen gehäkelt habt. Halt Kettmasche, so. Drei Stäbchen und hier die Kettmasche. Wieder 3 Stäbchen und hier wieder die Kettmasche. Das machen wir gerade noch bis unten runter. Drei Stäbchen und hier wieder die Kettmasche. So, jetzt habt ihr hier angefangen mit Stäbchen, nicht mit Doppelstäbchen. Und da häkelt ihr jetzt um dieses erste Stäbchen, da häkelt ihr jetzt nur 2 Stäbchen. Und dann 2 Stäbchen da, wo ihr am Anfang die Stäbchen gehäkelt habt. Da kommen jetzt auch 2 Stäbchen rein. Also da nicht so fest zuziehen. Zwei. Und jetzt auf der anderen Seite, das waren ja jetzt auch nur Stäbchen statt Doppelstäbchen, da kommen jetzt auch nur 2 Stäbchen statt 3. So, dann habt ihr hier eine schöne Rundung. Und hier wieder eine Kettmasche, wo ihr die 3 Doppelstäbchen gehäkelt habt. So, und so beendet ihr dann auch die andere Seite. Und zum Schluss dann noch eine Kettmasche hier in die erste feste Masche. So, dann haben wir es geschafft für heute. Wenn euch das Tuch gefällt und ihr das nachhäkeln möchtet, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss!